Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Das ist meine kleine Leinwand heute und mein Palettenmesser und Tee. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Vielen Dank für die lieben Kommentare. Wir probieren heute Tee aus und fangen ganz entspannt an. Also wieder eine ganz entspannte Malerei heute. Nur noch Trinkvideos. Also mal schauen, wie der Farbton ist. Ich bin gespannt. Was weicher als Kaffee. Ich sehe gleich, ich habe oder werde viel Zeit haben zum Malen und kann viel rumexperimentieren. Mich inspirieren lassen von den Formen. Mal schauen, ob ich den Farbton noch intensiver bekomme. Ich habe hier noch meine Teeblätter. Aber da löst sich kaum Farbstoff. Das hätte ich wahrscheinlich irgendwie einkochen sollen. Aber gut, ist ein weicher, sehr weicher, schöner Farbton. Du kannst das auch so machen, um erstmal dein Material kennenzulernen, deine Farbe kennenzulernen, dich inspirieren zu lassen, ja, zu experimentieren und gucken, eben saugt der Untergrund, nimmt er schnell die Farbe auf, habe ich Zeit zum Malen oder fange ich jetzt was mit der Struktur hier an, mit den Teeblättern. Ja, lass dich da inspirieren und probier das aus und dann kann ich das ja auch alles wieder einfach runternehmen und auch wieder von vorne anfangen. Okay, ein neuer Versuch sozusagen. Also einmal rauf und ja, die paar Teeblätter kann ich hier gleich runternehmen, langsam runterwischen, aber ich brauche ja auch ein bisschen Farbton, also verteile ich den hier einfach erstmal etwas und gebe dann die Blättchen runter. Du kannst das natürlich dann alles vorbereitet durch ein Sieb gießen. Das kannst du dann ja alles so machen und ausprobieren. Ich möchte heute feste Acrylfarbe benutzen, also diese hier, und verstreiche die jetzt hier einfach, weil die lässt sich nicht gut tropfen. Aber sie verläuft schön mit der Flüssigkeit, mit dem Tee und verbindet sich perfekt. Also die beiden Farbtöne zusammen sind schön und sie läuft auch sehr schön in den Tee hinein. Kann ich auch wunderbar die flüssige Acrylfarbe Haupttropfen, wow, und das sind ja wirklich wunderschöne Effekte. Also wunderschön die Blume hier, das Blatt, was da einfach automatisch drauf entsteht und die Farbe fließt einfach mit. Nochmal ein Versuch mit fester Acrylfarbe, aber das geht nicht so gut wie mit der flüssigen, hochpigmentierten Farbe. Also jetzt kannst du wieder viel experimentieren und gucken, wie die Farbe verläuft. Und ja, du brauchst also kaum Farbe, zwei Tropfen und etwas Tee, ein bisschen festere Acrylfarbe und schon kannst du loslegen. Einfach laufen lassen und ganz in Ruhe und ganz entspannt ja, deine Gedanken eben auch fließen lassen. Also lass dich einfach auf die Malerei ein, schau, was passiert, guck dir die Muster an.
So ganz leicht, eine ganz einfache, schnelle Malerei. Gefällt mir total gut so. Also kann ich auch so lassen, aber irgendwie habe ich jetzt noch Lust zu malen. Ja, dann mal schwarz. Ich muss das einfach ausprobieren. Ein paar Blätter und Blumen sehen, Galaxien. Sieht schön aus. Also wie das hier so lang läuft, gefällt mir total gut. Also hier könnte ich mir noch vorstellen, noch ein bisschen heller wieder zu werden. Aber ich lasse das jetzt einfach so, weil die tollen Muster da drin finde ich total schön. Ich könnte auch, ich überlege gerade, im Prinzip, man könnte jetzt natürlich auch noch hier so einmal Farbe wieder flächig drauf geben. Ein Grau oder ein Bordeaux. Aber Bordeaux hatte ich gerade, deswegen will ich jetzt kein Bordeaux. Aber gut, das könnte man ja machen. Ich lasse es so. Mein Experiment hat funktioniert und ich habe Spaß gehabt. Probier es einfach aus. Du brauchst nicht viel. Du siehst, du hast im Prinzip wahrscheinlich alles da. Wenn nicht, gehe ich schnell zum Nachbarn und frage, ob er Tee hat oder sie. Und dann kannst du einfach gleich anfangen. Es funktioniert genauso wie mit Kaffee. Du kannst also auch auf Leinwand gut mit Tee oder Kaffee arbeiten. Du kannst die Farben fließen lassen, brauchst nicht viel Farbe. Du kannst mit ganz wenig ganz viel erreichen. Also dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, das Malen tut einfach gut, es belebt deinen Geist und du kannst es loslassen und du siehst anhand der wenigen Materialien, der einfachen, simplen Materialien, die ich verwende, dass es wirklich jeder kann. Also du kannst das. Geh bitte jetzt in die Küche, koch dir deinen Tee, hol dir ein Stück Himbeerkuchen dazu oder Himbeereis. Was auch immer, genieße die Zeit, nimm dir die Zeit und damit du selber gut drauf kommst und für andere auch gut drauf sein kannst. Also viel Spaß und mal dir heute mal deine Blume, deinen kleinen Blumenstrauß für dich selber. Tschüss! Ach so, ja, und der Tipp zu dem Buch auf Seite 66. Ich denke, das sagt einfach alles. Tschüss!